Hi, ich bin Martin. Ihr kennt mich ja bestimmt aus dem Video von der Pocketschwalbe. Ich bin aber auch der Besitzer von der Simson Amok. Hi, ich bin der Basti und ich habe die Amok gebaut. Die Basis ist quasi eine Simson S50, Baujahr 82, so ungefähr. Genau weiß es keiner, weil die Rahmennummer quasi weg war und kein Typenschild mehr dran. Ja, Motor ist auch ein Dreigang, auch von einem späteren Modell, halt auf 60 Kubik bloß ein bisschen umgebaut und auch nichts Besonderes, weil es mehr ein Showmoped, also braucht keine Leistung. Besonders ist es schon, aber halt nicht von den rein technischen Daten her. Ja, ist halt kein Leistungsprotz oder irgendwas so in die Richtung. Also Simson begleitet mich schon das ganze Leben, weil ich bin Ossi. Und den Rahmen, den habe ich durch Zufall mal bekommen von der Amok. Wie gesagt, war halt Rahmennummer, es hat alles gefehlt. Das Stirnrohr war auch versetzt und schräg angeschweißt, sollte wahrscheinlich mal ein Chopper-Umbau werden oder sowas. Ja, dann lag das Ding ewig rum und dann dachte ich, was machst du denn jetzt damit? Und da ich bei eBay Kleinanzeigen immer nach Oldtimer-Teile gucke, habe ich dann mal so eine Gabel, eine Trapezgabel, du kannst ja verbauen das Ding. Natürlich gleich losgehirscht, das Ding geholt, war auch für einen schmalen Taler. Und dann dachte ich, naja, steck's einfach rein, ja, war dann doch nicht. Dann musste ich doch das Stirnrohr alles wieder umbauen, Lagerschalen, alles ändern. Und dann stand das Ding halt mit der neuen Gabel da. Ja, wie nur weiter. Kein Tank, nicht. Also musste ich auch wieder einen Büffeltank besorgen, weil von der S51 oder S50 dann die neueren Bananentanks, die sehen einfach scheiße aus, muss man auch mal so sagen. Ja, dann war der Tank drauf, ja, sah immer noch stulle aus. Und dann mit der geraden Schwinge, da habe ich erstmal die Schwinge zersägt hinten und den Rahmen nochmal angeflext ordentlich. Damit er überhaupt halber Wege dasteht, der Hobel, so wie er jetzt ist. Naja, und dann ging eigentlich eins ins andere. Stoßdämpferaufnahmen hinten quasi ändern, alles versetzen, da ein paar Streben drauf auf die Schwinge. Also die hintere Schwinge ist eine Originale, die ist nur abgeknickt. Hinten quasi mit 2 Rohre verstärkt, deswegen ist die Optik jetzt auch so ein bisschen extremer als vorher. Im Rahmen war es genauso, dass der Rahmen bei der Simson so dolle schräg nach oben geht, wo der Tank sitzt. Stand das ganze Ding jetzt bergauf. Da haben wir quasi hoch, habe ich dann einen Keil rausgenommen in der Mitte vom Rahmen und den Rahmen quasi gebogen. Und dann musste ich aber den Rahmen, das Stirnrohr wieder ändern, weil der Winkel ja auch wieder nicht gepasst hat. Also das ging da ewig hin und her. Dann hatte ich das Stirnrohr endlich dran, dann musste ich es wieder abschneiden, weil ich es schief angeschweißt habe. Ja, und dann ging es eigentlich los mit Rädern. Da hatte ich auch Originalfelgen drin und das ging gleich gar nicht. Und dann war die Gabel auch noch nicht gekürzt. Das ist, weiß ich nicht, war völlig daneben. Aber wenn du erst mal keinen Plan hast, wo die Reise hingehen soll überhaupt, dann sitzt du halt die meiste Zeit da und brütest, was kannst du jetzt machen, Dings da, dann machst du an der Gabel Probebohrungen, wo das Rad sitzen könnte. Naja, dann irgendwie nach ein paar Stunden hatte ich es dann endlich so ungefähr, wie ich es haben wollte. Dann ging es weiter mit dem Lenker, weil original sitzt der Lenker ja quasi auch direkt auf dem Stirnrohr drauf, wo die Gabel festgemacht ist. Der ist aber quasi, ui, dreh gleich durch, fast am Bauch gehabt da, wenn du sitzt. Das ist auch wieder, das ist alles Murks. Ja, letztendlich wächst so ein Projekt. Man fängt irgendwie an, macht einfach drauf los und merkt dann, das passt nicht, das ist nicht stimmig. Die Felgen, die ja nur sehr viel ausmachen, müssen auch passen zu den Reifen. Dann die Höhe oder irgendwo ein Freigang, irgendwo klemmt es dann wieder und ja, so fängt man halt an, immer wieder was zu ändern. Ja, den Lenker, den konntest du jetzt auch nicht als Stummel direkt vorne an die 2 Streben daran machen oder oben drauf, das hat alles nie gepasst. Also habe ich den Lenker komplett alleine gebaut, quasi ein paar Rohre gebogen, die sitzen hinten. Weil wenn du es einfach so vorne drauf machst, dann haut es dir quasi bei den Federn hoch, du kriegst die Schläge direkt in den Ellenbogen, sowas muss auch nicht sein. Also haben wir das alles quasi nach vorne gemacht. Dann, der Lenker ist auch bloß aus Resten von 2 Fahrradlenkern. Und,
Ja, Muss halt nur auf die Idee kommen, ne? Irgendwie was da drin zu sehen in den Teilen. ja, dann ging es hinten, da vorne, das hat dann alles halber Wege gepasst, dann ging es hinten, ja, wie machst du jetzt das Heck? Da hatte ich erst mit Streben probiert, das sah alles Stulle aus und ein Holzsitz drauf, dachte ich, na gut, da kannst du für Osterfeuer fahren, aber bestimmt auf kein Simson-Treffen. Ja, und dann habe ich aus dem anderen verbogenen Rahmen, habe ich dann quasi nochmal im selben Winkel oder so annähernd die Kontur nach hinten genommen und dann war erst, oh, hier aus Eichenholz ein Sitz drauf, das sah alles... Ging gar nicht und dann bin ich an einem Fahrrad vorbeigelaufen, hier so Rennrad, und dann dachte ich, Mensch, so ein schmales Ding könntest du ja auch drauf zwiebeln. Naja, habe ich in die Bleche da ein paar Sickenreihen zurechtgeschnitten, draufgebogen und gut. Problemlos war, wo das Ding lackiert war, musste ich den Sitz nochmal ändern, weil er auch schief war. Das ist halt, wenn du keinen Zollstock nimmst, alles bloß per Augenmaß machst. Das klingt beim Basti immer so, als wenn das hier so, zack, ich brate das mal dort ran, ich mache mal hier dort noch was anderes und eine Verstrebung rein. Ja, das ist aber... Letztendlich ist es schon ein bisschen Arbeit, ne? Tu das mal nicht so runterspielen. Ja, das ist aber wirklich so. Im Endeffekt baust du, also eigentlich ist an dem Ding, ich brauche 2 Mopeds, um eins draus zu machen. Ja, eins so für Probeschnitte und ob es dann hält, das ist immer noch die andere Frage. Ja, ging so vorne mit der Lampe, erst hatte ich so einen riesen Kugeltop dran, das sah auch extrem mies aus. Aber Gott sei Dank hatte Cosmo noch hier eine Spatzlampe, eine komplette rumliegen. Die ist jetzt quasi vorne dran da. Das ist halt, viele sagen ja, was hat das noch mit Simson zu tun? Eigentlich sind fast alle Simson-Teile bis auf die Gabel und so, und die sind alle bloß geändert. Ja, das ist da mal rumgesägt und da dran rumgeschnitzt. Das ist wie die Enduro-Streben, das ist quasi das Untergestell von einer Tischtennisplatte. Weil ich nichts anderes da hatte. Ja, die habe ich dann eng geschnitten und ein bisschen gebogen und hier und vorne noch einen Halter an Rahmen. Der Halter von den Streben ist auch gleichzeitig der Lenkanschlag. Quasi, damit es dir die Gabel nicht komplett rumhaut. Das ergibt sich dann beim Bauen so, und das ist halt ein Haufen Müll dran, der eigentlich vorher irgendwo rumlag. Ja, aber, ohne da irgendwie ein bisschen kreativ zu sein, mit einem Haufen Schrott wird auch kein Meisterwerk draus. Also ich würde es mal so bezeichnen, die Amok ist ja... Ich bin jetzt persönlich kein richtiger Fan von der S51, das ist immer so... Ja, das ist so das Jugendmoped, da fährt jeder rum, das ist einfach ein Feldmoped, aber ja, wenn man eben an der Amok sieht, kann man immer was Schickes draus machen. Hat zwar jetzt wirklich von der Kontur, von der Form her nicht mehr so viel mit einer klassischen S50, S51 zu tun, aber ja, gerade das ist vielleicht der Reiz dran an dem Umbau. Ja, das wollte ich ja haben, weil eine S57, für mich sehen die alle ein bisschen gleich aus. Ja, was gerade so auf dem, es gibt auch schöne, muss man sagen. Es gibt originale schöne, es gibt mit ihren Pro-Taper-Lenkern gibt es auch schöne Mopeds. Da steckt auch überall Arbeit drin, aber das wollte ich halt alles nicht. Das gibt es halt alles schon. Ich will mein eigenes, muss ja nicht jedem gefallen, ist halt mein Geschmack. Ja, aber das Ding dabei rauskommt, das war eigentlich auch nie so, keine Ahnung, war für mich selber eine Überraschung am Ende. Take me back to the old dirt road where Mama and Papa used to go. Let's sing all them songs from a long time ago and pine for them old days of yore. Well, let me run through the breeze like the leaves on the trees. Let me fly like the leaves when they fall. Well, let my mind go serene like a cool water stream that runs from the mountain so tall. Oh, take me back down the old dirt road. Ja, das Moped hat Gravuren, ja. Ja, es ist aber alles nicht so schlimm mit den Gravuren, ist auch kein Hexenwerk. Also das ist, im Endeffekt malt man sich mit dem Stift ein paar Kringel auf und zieht es mit dem Dremel nach. Und dann werden dazwischen ein paar Pünktchen gesetzt, damit sich quasi der Kringel weiter abhebt. Also das ist... Das ist ja nichts. Ja, nee, du brauchst halt eine ruhige Hand oder am besten 2, weil dir manchmal dann einfach die Kraft ausgeht für den Mist. Aber also für mich ist es jetzt nichts Besonderes. Ich bin auch kein Profi-Graveur jetzt oder so, ja, weil ich habe dafür gar nicht die Technik und auch gar nicht das Interesse, das dermaßen auszubauen.
Ja, also ich wäre kein Juwelier, also das ist nur mal so. Bleib ruhig bei deinen Mopeds. Ja. Well, let the pull of the plow bring the sweat from my brow, and the glow of the fire pull me home. Let me wind down my day. Die Amok hat jetzt auch einen Besitzer gewechselt, das ist jetzt Martin, quasi sein Moped. Ganz einfach aus dem Grund, dadurch, dass hier Haufen Müll rumsteht und die Amok laufend im Weg, hätte es jetzt wahrscheinlich mehr Einschläge durch den Hammer oder im Vorbeigehen hängen geblieben. Und weiß ich nicht, ich hätte so auf dem Markt verkaufen können, aber bei Martin ist halt, da weißt du, wo es hinkommt und der weiß auch, wie viel Fusch da drin steckt und Arbeit und was alles Murks ist. Und der weiß auch, worauf er sich da einlässt. Ja, und für mich ist es sinnvoller, das Ding jemand zu geben, wo ich weiß, dass er weiß, was er hat. Und bei mir war es eigentlich lieber auf den ersten Blick, wo das zum ersten Mal auf dem Treffen stand, habe ich die Amok gesehen und dachte mir, krass, wie kann man aus einer SE50 oder S50 sowas Heftiges bauen? Und ja, ich meine, dass der Basti die irgendwann abgibt, hätte ich nie damit gerechnet. Das war eigentlich überraschend und habe ihn dann aber auch über ein ganzes Jahr lang immer mal wieder ein bisschen, ja, wäre doch schön, wenn du es mal abgibst, dass er vielleicht bei mir landet. Und ja, ich wollte ihn aber auch nicht dazu zwingen, das muss halt wirklich seine Entscheidung sein. Und wenn er sagt, ich möchte sie abgeben, dann ist es soweit. Aber dann würde ich halt gern vorne auf der Liste stehen. Und ja, ist ja im Endeffekt so, du willst ja, dass der Moped irgendwo hinkommt, wo nicht ein Haufen geändert wird oder so, ja, der das Ding halt so nimmt, wie es ist, weil auch wenn es nicht viel war, aber du hast da halt Energie, Schweiß, Blut und Geheule reingesetzt, weil dich das Ding einfach nervt, ja, und dann musst ja, und für mich ist so, wie sie fertig ist, das ist halt einfach perfekt, da gibt es nichts zu ändern. Für mich ist das Ding perfekt, da kannst du sagen, was du willst. Ja. Und da will ich halt wirklich nichts dran ändern, die bleibt so, wie sie ist, die wird geputzt, die wird mal poliert, aber ansonsten... Ich hätte da schon ein paar Ideen, die man einfach... Ja, wenn sie hier gewesen wäre, wäre sie wahrscheinlich wieder komplett zerlegt und würde irgendwas anderes draus werden. Und erstmal strahlen. Ja, genau. Nee, dafür ist dann auch zu schade. I know you showed me your affection, but I was looking for perfection. So I moved on and on and on to someone new, as if no one knew what I was going through. I know you think I'm just pretending, and that I can't rewrite the ending, but to move on and on and on to someone new isn't how you find the one that I am through. Also die Amok, so wie sie da steht, die hat ja viele Details oder so, die habe ich jetzt nicht alle alleine angefertigt. Ja, ob es die Lenker innen sind, das hat der Thomas gemacht, der hat mir da DDR-Pfennige reingefräst, dann die ganzen Teile, Strahlen im Pulver, war Sandstrahlen Donut, der hat da auch mir noch Tipps gegeben, was ich nächstes Mal besser machen kann bei der Vorbereitung. Der Olli hat es lackiert und weil der Tank langweilig aussah, hat mir Dankert Designs dann noch auf die Schnelle mal ein Pinstriping drauf gemalt. Ja, ansonsten den Leuten Dank, die ihre Meinung gesagt haben dazu oder auch mal einen Tipp gegeben haben, was scheiße ist oder was cool ist. Ja, und Martin, dass er sie mir abgenommen hat. Ja, ich andersrum muss dir danken, dass ich es übernehmen darf. Ja. Dass ich die Ehre habe, das Ding. Vielleicht rufe ich so irgendwann zurück. Genau, das kann auch passieren. Ich meine, die Option habe ich ihm immer offen gelassen. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt in die Kommentare, vielleicht auch, was euch nicht gefällt, was euch an der Amok gefällt, euch quasi an dem Video gefällt. Und ansonsten lasst ein Like da, abonniert den Kanal und viel Spaß bei weiteren Videos schauen. Genau. Man sieht sich. Ciao, ciao.